Ja, mein Name ist Rita Sturz, ich bin 66 Jahre und komme aus Krefeld. Das mit meinem Knie begann natürlich sehr, sehr schleichend. Ich würde sagen 6, 7 Jahre. Ich habe dann verschiedene Orthopäden aufgesucht. Musste immer verschiedene nehmen, weil der eine gewechselt hat in eine andere Stadt. Ich habe verschiedene Anwendungen für mein Knie gekriegt, unter anderem auch radioaktive Strahlen. Und dann hieß es relativ schnell, passen Sie auf, Sie müssen eventuell ein neues Knie haben. Und man schiebt das raus, bis es nicht mehr geht. Ich kann mich nicht mehr hinknien. Oder wenn ich mich hinknie, könnte man mal filmen. Das ist ein Witz. Also nur mit Abstützen. Aufstehen ist genau das Gleiche, nur mit Abstützen. Ich komme aus eigener Kraft nicht mehr hoch, obwohl, wenn man fühlt, meine Muskulatur stark ist. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe überlegt, wo ich mit meinem Knie hingehe, und dann habe ich in der Tageszeitung gelesen, Tag der offenen Tür, Orthocampus, in Verbindung mit der neuen Reha-Abteilung von Salvea. Ich habe hier eine Bekannte, die ist am Orthocampus operiert worden, und mit der habe ich Kontakt aufgenommen, und die hat mir so einiges erzählt und war voll des Lobes. Ja, und dann hat mich einfach die Kombination überzeugt. Die hervorragenden Ärzte, die ja wirklich einen Namen haben. Dann eben meine Bekannte, die hier schon das Knie bekommen hat und auch im Hintergrund sehr viel weiß. Ja, und dann natürlich die tolle Möglichkeit der Reha. Weil ich habe 48 Stufen zu Hause zu bewältigen und möchte nicht jeden Tag in die ambulante Reha 48 Stufen rauf und 48 Stufen runter. Diese Kombination Arzt, Reha und dann nochmal Arzt, weil mein Operateur ist auch der Arzt, der mich in der Reha begleitet. Und das ist halt einzigartig. Ich habe es noch nirgendwo gelesen, dass Operation, Reha und der Operateur ein und der gleiche ist. Das mich also ja, verfolgt. Ich hoffe, wenn ich das neue Knie habe, dass ich dann wieder so richtig am aktiven Leben teilnehmen kann. Dass ich rumbalgen kann mit meinen Enkeln, dass ich die Treppen zu Hause richtig schön gehen kann. Ja, und dann natürlich auch das gemeinsame Ziel mit meinem Lebensgefährten, dass wir wieder wunderschöne Urlaube im Wald und in den Bergen verbringen können. Dass wir wieder schön schwimmen. Das geht ja auch mit einem kaputten Knie. Ja, und zum Schluss sonntags morgens mit der Wandergruppe, mit der Walking-Gruppe, wieder so richtig mit unserem Trainer voll einsteigen kann. Mein Name ist Dr. Andreas Hachenberg. Ich bin ärztlicher Leiter des Orthocampus und betreue die angeschlossene Reha-Klinik. Frau Sturz habe ich ja heute das erste Mal kennengelernt, hat wirklich schon seit vielen Jahren Beschwerden mit dem Kniegelenk und im Endeffekt relativ typisch, dass es sich langsam entwickelt hat. Auch erst mit Rückenbeschwerden ein bisschen einherging, dass man nicht genau wusste, was steht denn jeweils im Vordergrund. Dann geht es ja auch oft viele Zeit wieder besser. Der Patient fühlt sich mobil, denkt, naja, vielleicht war das gar nicht so etwas, und dann kommt es doch irgendwann mit Vehemenz. Und an dem Punkt stehen wir jetzt, dass Frau Sturz sagt, so geht es nicht weiter. Dazu passt es auch, was wir heute gesehen haben, eine Bewegungseinschränkung. Dazu passt dieses Röntgenbild, was uns den Verschleiß nochmal zeigt, dass der Knorpel sich schon abgerieben hat. Und letztendlich muss man natürlich prüfen, kann man noch irgendetwas tun, kann man noch versuchen, die Operation zu vermeiden oder zu verzögern. Aber im Endeffekt musste ich Frau Sturz jetzt auch mitteilen, dass ich letztlich die Operation anrate. Jede Operation ist im Endeffekt ja wieder eine neue Herausforderung, weil ich nie genau vorher weiß, wie ist das einzelne Gelenk ganz individuell beschaffen, wie sind die Bewegungsspielräume. Ich muss schauen, dass das Gelenk optimal positioniert wird, und man muss schauen, dass die Bänder, gerade bei der Knieendoprothetik, wieder in ein sehr gutes Gleichgewicht kommen. Und das ist bei jeder Operation individuell zu sehen, zu planen und auch in der Operation umzusetzen. Dabei hilft uns die patientenspezifische Implantationstechnik. Ich mache vorher ein MRT von dem Kniegelenk und kriege ein 3D-Modell auf dem PC eingeblendet, an dem ich die Größe, die Form des Kniegelenkes, aber auch die Achsstellung und den Knorpelschaden sehr gut abschätzen kann. Und dann platziere ich die Knieprothese schon so, wie sie später in der Realität in der Operation eingesetzt wird. Alles am Bildschirm. Das Ziel ist, es möglichst präzise zu platzieren. Und diese Prothesen werden dann eben so
eingebracht, wie ich das am Bildschirm schon gesehen habe. Gewährleisten tut dies eine Schablone, die anhand eines 3D-Modells dann in den USA gefertigt wird, uns zugeschickt wird und wie ein Druckknopf auf das Kniegelenk platziert wird, die also ganz individuell nur bei dieser Patientin, in dem Fall jetzt bei Frau Sturs, angefertigt wird und auf die beschädigte Knorpeloberfläche aufgesetzt wird. Das Ziel der Operation ist, Lebensqualität wiederherzustellen. Das beinhaltet, dass man voll alltagstauglich wird, Treppen steigen kann, normale Gehstrecke zurücklegen kann, vielleicht auch ein bisschen Sport treiben kann in Form von Radfahren, Schwimmen, gelenkschonenden Sportarten. Das ist das, was der Arzt letztendlich den Patienten empfiehlt. Also ich halte es schon für realistisch, dass gerade so Sportarten wie Nordic Walking oder auch das normale Wandern gut möglich sein werden. Im Gegenteil, ich empfehle es sogar, weil nur ein bewegtes Knie ist ja ein gesundes Knie. Patienten, die aus der Aktivität rauskommen, haben eher schlechtere Ergebnisse. Patienten, die in sportliche Aktivität reingehen, die können damit rechnen, dass sie auch vollkommen beschwerdefrei werden. Wir rechnen heute damit, dass diese Gelenke um die 20 Jahre halten können, wobei natürlich zugestanden werden muss, viele Weiterentwicklungen, die wir heute haben in ihren Langzeitergebnissen, dadurch, dass es eben um 20 bis 30 Jahre geht, noch gar nicht erfasst sind. Frau Sturs ist heute Morgen sehr gut vorbereitet erschienen, ist ganz gut gefasst auf die Operation und weiß ja im Endeffekt durch die Vorbereitung, was auf sie zukommt, konnte sich jetzt eigentlich ganz gut einfinden. Jetzt, so unmittelbar vor der OP, beginnt die Narkoseeinleitung. Da wird der Patient dann mit entsprechend kleineren Zugängen versorgt, dass man Medikamente während der Operation verabreichen kann und beatmet am Ende, wenn die Narkose eingeleitet ist. Wenn die Narkose eingeleitet ist, dann wird es im Prinzip schon alles für die Operation vorbereitet, dass der Patient wirklich fix und fertig in den OP-Saal gefahren wird und dann letztendlich sofort mit der OP begonnen werden kann, also keine weiteren großen Vorbereitungen mehr im OP selber erforderlich sind. Also die Operation gliedert sich üblicherweise in 4 Phasen. In der ersten Phase beginnen wir im Prinzip erstmal mit der Präparation des Kniegelenkes, machen den Hautschnitt, eröffnen die Haut und stellen die Kniegelenkkapsel dar. Dann wird das Gelenk selber eröffnet, die Kniescheibe zur Seite gehalten und der Einblick in das Gelenk möglich. Die zweite Phase der Operation beinhaltet, dass man dann im Endeffekt die Knochenschnitte durchführt, um die Aufnahme der Prothese später zu ermöglichen. In Phase 3 der Operation kommt es nun zur Implantation des künstlichen Gelenkes, also letztlich die Verankerung der Metallprothese am Knochen. Die 4. Phase der Operation ist jetzt sozusagen der Rückzug aus dem Gelenk. Das Gelenk wird nochmal ausgiebig gereinigt, auf Bluttrockenheit kontrolliert, das heißt, keine Blutungen dürfen zurückbleiben und es wird alles nochmal sehr ausgiebig betäubt, sodass der Patient möglichst wenig Schmerzen nach der Operation hat. Es schließt sich dann die Naht der Kapsel an, die Naht des Unterhautgewebes und am Abschluss die Hautnaht mit Verband. Und dann kontrollieren wir nochmal den Sitz der Implantate mit einem abschließenden Röntgenbild. Ja, die Operation ist jetzt beendet. Frau Sturs geht's gut, wacht gerade auf und wird noch der Verband angelegt. In der Operation haben sich schon mehr Verschleißerscheinungen gezeigt, als wir trotz aller Planung vorher gesehen haben. Große Zysten hatte die Frau Sturs im Unterschenkelknochen, die wir auffüllen mussten, worauf wir reagieren mussten. Das sind so kleine Überraschungen, die man erleben kann. Und es war auch schon deutlich stärker, auch auf der Innenseite und auf der Außenseite des Kniegelenkes verschlissen, als wir das eigentlich letztendlich vorher erwartet haben. Die Schablonen passten sehr gut auf den Knochen. Das heißt, wir konnten die Implantate letztlich auch so positionieren, wie es vorher gemessen war, mussten aber schon ein bisschen mit der Bandspannung in der Operation arbeiten. Das sind so technische Details, um das Kniegelenk wirklich sauber einzustellen, dass auch die Stabilität hinterher gut ist und ausgeglichen ist und wieder ein normales Gangbild möglich wird. War etwas schwieriger als gedacht, konnten wir aber gut zum Ende bringen. Bei der Erstmobilisation im Aufwachraum gleich, da müssen wir schon genau gucken, klappt das mit dem Kreislauf der Patientin. Viele Patienten haben noch ein bisschen Schwindel, ein bisschen Übelkeit und das ist auch völlig normal. Das ist jetzt nichts, was besorgniserregend ist oder was wir nicht kennen würden, aber es muss natürlich dann auch passen mit der Mobilisation. Man darf dann nicht zu vorsichtig sein, weil einen gewissen Reiz braucht der Körper, um dann nach der Operation wieder in Schwung zu kommen. Man darf es aber natürlich auch nicht so weit treiben, dass der Patient dann kollabieren würde.
Da haben unsere Leute gute Erfahrung. Die Physiotherapeuten gehen ja jeden Tag hin zu den Patienten und mobilisieren sie und haben, glaube ich, das richtige Fingerspitzengefühl, auch gleich mit Frau Sturster zu arbeiten. Als die Schwester zu mir kam oder die Therapeutin sagte, so, wir stehen jetzt mal auf, da musste erst mal den Atem anhalten und sagen, nein, 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 das geht doch gar nicht. Ne? Kommen Sie, setzen Sie sich auf die Ecke vom Bett. Allein schon das Gefühl zu sitzen und dass dann das Bein runterfiel, das war ja noch nicht erhebend. Erhebend war das in dem Moment, als ich aufstand und gesagt habe, mein Gott, du stehst auf einem falschen Kniegelenk. Nein, Entschuldigung, auf einem neuen Kniegelenk. Das Gefühl war unbeschreiblich. Dann kam ich ja auf mein Zimmer. Ja, und dann ließ man mich erstmal in Ruhe und dann bist du sofort wieder am Schlafen. Also nach 6 Tagen auf Station wurde ich dann abgeholt für den Gang in die Rehabilitationsabteilung, in dieses herrliche Zimmer. Und hier werde ich jetzt bis zu 3 Wochen verbringen, damit ich richtig fit das Krankenhaus verlassen kann. Der Tag beginnt relativ früh, man muss sich die Thrombosespritze abholen, dann bekommt man Frühstück und dann geht's los. Es ist unterteilt einmal in Geräte, dann das passive Arbeiten am Körper, das heißt Massage. Krankengymnastik ist auch oft passiv, weil ich relativ am Anfang wenig selbst gemacht habe. Das steigert sich aber mit der Zeit. Man hat Gangschule, dann achtet man darauf, dass man die Füße richtig setzt oder die Schultern mit den Gehhilfen ordentlich einsetzt. Dann haben wir sogenannte Stangenübungen. Da sage ich immer, wir gehen ans Ballett oder ins Ballett oder zum Ballett und machen da unsere Übungen. Also man hat auch das Gefühl, jedes Mal geht das ein kleines bisschen besser. Was natürlich wirklich Spaß macht, das muss ich einfach sagen, das sind echte Übungen. Nun mache ich ja sowieso gerne Sport, nicht jetzt Profisport, aber genügend Sport, um zu sagen, es macht mir hier Spaß. Es macht Spaß, ja, auch die anderen zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach ein paar Tagen schon im Zimmer ohne Gehhilfen gehen darf. Ich habe es aus Kopfgründen nicht getan, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass ich das Knie so belasten darf. Es ist so. Und ich persönlich sage, es ist unglaublich. Ich habe wenig Schwellung, ich habe eine super Narbe, bis auf die Beugung, wo ich ordentlich dran arbeiten muss. Und das ist auch nicht angenehm. Ganz einfach. Es ist nicht angenehm, gegen den Schmerz zu arbeiten. Aber das muss ich, weil irgendwann möchte ich wieder ordentlich in die Hocke gehen können. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt schon am aktiven Leben nicht teilnehmen. Aber ich habe keine Angst vor zu Hause. Wir haben hier ja auch Visiten und man fühlt sich hier auch begleitet. Dann ist natürlich einfach toll, und das ist ja das Tolle an diesem Gelenkwechsel ohne Ortswechsel, dass mein Operateur, der Herr Hachenberg, auch zu mir aufs Zimmer kommt, mich fragt, mich untersucht, sagt, wie es geht es Ihnen, das müssen Sie verbessern, das ist okay. Also wie gesagt, man fühlt sich aufgehoben und beachtet. Das finde ich ganz wichtig. Als Operateur gucke ich ganz genau in der Reha natürlich einmal auf den Heilungsverlauf des Kniegelenkes. Wir achten mit Argusaugen darauf, heilt die Wunde gut, wie ist der Schwellungszustand, ist es überwärmt. Das sind gute Kriterien, um auch den Belastungszustand des Kniegelenkes zu erfassen. Zum anderen schaue ich aber auch natürlich darauf, wie ist der Fortschritt bei der Beweglichkeit, wie ist der Fortschritt bei der Stabilität und beim Gangbild allgemein, weil das natürlich alles miteinander verknüpft ist. Aber klar ist, wenn man das Ganze verknüpfen kann, dass man als Operateur auch in der Reha seine Patienten noch sieht, dann fällt es einem oftmals vielleicht etwas leichter, eine Situation zu bewerten, einzuschätzen, hinsichtlich auch einer möglichen komplikativen Entwicklung oder auch hinsichtlich einfach einer Beruhigung des Patienten, dass die Rötung, die vielleicht aufgetreten ist, oder die Schwellung im völlig normalen Rahmen liegt und der Patient weiterarbeiten kann und sogar muss. Wir lieben die Vögelchen, das Gezwitscher. Wir lieben einfach die Natur. Ich bin operiert worden am 27. Januar und da sind jetzt 11,5 Wochen her. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es ist eine
schwere Zeit, die man durchlebt, das muss ich einfach sagen, die ist hart, man muss Disziplin zeigen, aber es lohnt sich. Ich hoffe zwar, dass das andere Knie nicht unbedingt dran muss, aber wenn es dran muss, weiß ich, was auf mich zukommt und ich weiß, die Geduld, die zahlt sich einfach aus. Endlich mal wieder so in der Natur zu laufen und nicht immer nur Schmerzen zu haben. Natürlich merke ich das Knie. Das ist auch noch etwas gespannt und es ist nicht meins. Es kommt. Man braucht Zeit. Aber das Gefühl, dass man wieder loslegen kann, das ist herrlich. Und das ist das, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Was ich heute gemacht habe, hätte ich mit dem nicht operierten Knie nicht geschafft. Weil das war einfach zu schmerzhaft. Und allein daran sieht man schon, wie gelungen die OP ist. Ich bin richtig dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Weil das neue Knie, das ermöglicht mir wirklich ein besseres Leben.